Hund, Kaninchen, Katze und Co. Haustiere sind begehrt wie selten zuvor. Man kommt jeden Tag raus, man hat jeden Tag was zu lachen mit den beiden. Gerade zu Corona-Zeiten hat er einem, glaube ich, wirklich hier auch so ein bisschen das Leben versüßt. Ne? Das lassen sich Frauchen und Herrchen gerne etwas kosten. Umsatzbringer Haustier. Mit Hundefriseur bei dieser Rasse so 150 bis 200 Euro. Ich kaufe echt ständig irgendwie, wie bei so einem kleinen Kind. Ne? Oh, hört, die Leine ist schön und der Topf ist schön und was Leckerlis. Max zeigt, wie beliebt Haustiere derzeit sind und wie viel Geld in den besten Freund des Menschen gesteckt wird. Knapp 35 Millionen Haustiere gibt es in Deutschland. Am beliebtesten ist die Katze, gefolgt vom Hund. Dass sich immer mehr Menschen einen Hund zulegen, hat Judith Dresselmann schon bei unserem Besuch vor knapp einem Jahr bemerkt. Sie betreibt eine Hundeschule in Marburg. Und dann versuch mal, sie auf der Hälfte zu stoppen, indem du dich groß machst, sie anguckst. Einbußen durch Corona hatte die Hundetrainerin bislang nicht. Im Gegenteil, sie sieht, wie sich der Haustiermarkt verändert hat. Der ist explodiert, würde ich schon sagen. Dass viel mehr Hunde im Moment gekauft werden, vermutlich auch gezüchtet werden, eigentlich ja logisch sogar, als es vorher der Fall war. Damals gingen täglich neue Anfragen von Hundehaltern bei ihr ein, die das richtige Führen ihrer Vierbeiner lernen wollten. Egal ob Hund aus dem Tierheim oder Welpe. Im Moment ist es so, dass ich halt einen Neukundenstopp habe, beziehungsweise immer mal wieder drüber nachdenke, weil es mittlerweile halt über Wartelisten läuft und die Anfrage auf einen Einzeltermin ist 4 Wochen. Die Kurse sind ausgebucht. Ich habe 3 Führen- und Folgenkurse, die sind bis in den April hinein schon ausgebucht. Ist dieser Corona-Effekt knapp ein Jahr später noch immer zu spüren? Sonja Slezerczek arbeitet für die Tierschutzorganisation Tasso, die ein Registrierungssystem für Hunde und Katzen in Deutschland anbietet. Die Statistik sei eindeutig. In den vergangenen beiden Jahren sind die Zahlen der Neuregistrierung deutlich gestiegen, vor allem im Jahr 2020, aber auch im Jahr 2021. Und prinzipiell ist eine Steigerung in den Registrierungszahlen nicht ungewöhnlich, da Tasso von Jahr zu Jahr wächst. Aber diese Steigerung liegt in der Regel bei 4% im Jahresschnitt. Da lagen die Neuregistrierungen auch im vergangenen Jahr noch drüber, auch wenn der Zuwachs nicht mehr zweistellig ist wie zu Beginn der Pandemie. 2021 hat die Tierschutzorganisation 465.000 Hunde in Deutschland neu registriert, plus 7% im Vergleich zum Vorjahr. Neu registrierte Katzen 411.000, plus 5%. Ein Haustier als Rezept gegen die Einsamkeit im Homeoffice. Organisationen wie Tasso warnen allerdings auch vor einer übereilten Anschaffung. Passt das Haustier in mein Leben, wenn die Pandemie zu Ende ist und Homeoffice nicht mehr an der Tagesordnung steht? Tierhalter müssen sich einfach darüber im Klaren sein, dass ein Hund, eine Katze oder auch ein Kleintier ihr Leben lang, das sind stellenweise 15 und mehr Jahre, Geld und Zeit kosten werden. Momentan geht es der Branche prächtig. In der Fressnapf-Filiale in Marburg war schon im vergangenen Jahr reger Betrieb. Die Kunden geben für ihre neuen Haustiere viel Geld aus. Natürlich für Futter, aber auch für winterfeste Kleidung. Also heute möchten wir für ihn aufgrund der Witterung jetzt einen Softshell-Mantel, weil er ja doch noch nicht so viel Unterfell hat, weil er ein Welpe ist und dass er ein bisschen wärmer ist und viel Spaß im Schnee haben kann. So sind Haustiere Teil eines stetig wachsenden Milliardenmarkts. Die Deutschen geben insgesamt 10,7 Milliarden Euro pro Jahr für ihre Haustiere aus. Damit verbunden sind rund 210.000 Arbeitsplätze. Dazu gehören Bereiche wie Tierarztpraxen, Versicherungen, der Betreuungssektor, Futter- und Tierbedarf. Die Umsätze allein in Fach- und Supermärkten beliefen sich zuletzt auf 4,5 Milliarden Euro. Der Boom wirkt sich auch auf sogenannte Adoptierstuben aus. Hier suchen Tiere aus dem Heim ein neues Zuhause. Zuletzt waren Kaninchen und Co. oft schon alle vermittelt. Laut Fressnapf-Sprecher Christian Peters Lach hält der Trend an.
wir erleben, wie zum Beispiel in Marburg, dass sich dadurch aber auch die Verweildauer der Tiere, die ansonsten im Tierheim und eben nicht in den Adoptierstuben sind, deutlich verringert hat, zum Teil um mehr als 2/3. Und das ist eine ganz tolle Entwicklung. Damit die Halter ihre Tiere auch nach Corona behalten und nicht etwa ins Tierheim abschieben, will das Unternehmen Hilfestellung geben. Unsere Aufgabe als Fachhandel wird jetzt natürlich dann auch sein, zusammen mit den Tierheimen, zusammen mit dem Tierschutzbund, den Menschen auch das Rüstzeug an die Hand zu geben in Form von Beratung. Was mache ich denn, wenn ich wieder ganz normal zur Arbeit gehen darf? Kann ich das Tier mit ins Büro nehmen beispielsweise? Und wie stelle ich sicher, dass das Tier nicht zurück ins Tierheim muss? Denn das ist die spannende Frage. Was kommt nach dem Boom? Die ersten Tierheime in Hessen schlagen Alarm, weil neue Halter ihre Tiere doch wieder schnell loswerden wollen.